Hallo, liebe Lego-Fans, liebe Freunde des gepflegten Steinekombinierens, hier ist Ben Briggs und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und es ist wirklich an der Zeit. Es ist mittlerweile über 3 Monate her, dass ich das letzte City-Update gepostet habe und euch gezeigt habe, was in meiner Stadt so passiert ist. Das war ja damals ein großer Rundgang, sodass ihr alle, falls ihr euch nicht mehr erinnert, gerne nochmal oben nachschauen könnt, wie die Stadt aussah. Denn es hat tatsächlich wieder Veränderungen gegeben. Wie soll es auch anders sein? Ansonsten würde ich euch natürlich nichts posten. Ich habe natürlich in den 3 Monaten jetzt erstmal eine Pause gemacht, das hatte ich euch ja angekündigt, deswegen müsst ihr jetzt nicht denken, dass wieder die komplette Stadt überarbeitet wurde, aber es gibt extrem coole Neuerungen, das habt ihr jetzt auch schon im Thumbnail gesehen und auch in der Videobeschreibung. Genau, Ninjago District ist auf dem Weg, wir haben begonnen und es ist ein cooles Projekt, ich freue mich mega drauf. Aber es sind noch 2, 3 andere Sachen passiert und mit denen möchte ich auch gleich direkt mal anfangen. Ja, und wie gehabt starten wir hier unten am Hafen bzw. an den Docks. Da ist jetzt nicht allzu viel passiert. Ich habe tatsächlich unter die braunen Stege jetzt auch braune Bricks drunter getan, aber das ist jetzt nicht wirklich spannend, deswegen das nur am Rande. Aber was sich getan hat, ist hier am Strand die Strandlinie, denn ich habe mal wieder ein paar Steine gekauft beim lieben Bricktendo. Kanal findet ihr gerade oben eingeblendet. Und der hat mir hier ganz viele sandfarbene Plates zur Verfügung gestellt bzw. mir verkauft. Und jetzt fehlt im Prinzip ja nur noch diese Dark Tan Plates, also diese dunkelsandfarbenen Plates, um noch so eine gewisse Linie hier fortzusetzen, die so ein bisschen suggeriert, dass das Ganze nasser Sand ist. Ja, aber ansonsten finde ich, ist das schon mal cool. Da ist die Linie etwas interessanter als einfach nur eine gerade Plate. Beziehungsweise eine gerade Grundplattenlinie, genau. Ja, weiter geht's hier hinten. Ihr seht es schon, wieder jede Menge Blümeleins, die ich gepflanzt habe. Auch die kommen von Bricktendo. Der hat ja leider seine Stadt aufgelöst, aber da sind die Dinge bei mir natürlich gut aufgehoben. Und die können natürlich auch nur deswegen hier in dem Bereich vor allen Dingen stehen, weil ich jede Menge Grundplatten wieder hier untergebracht habe. Jetzt steht da der Zug drauf, aber ihr seht es und gerade wenn ihr das letzte Update mal euch anschaut, dann seht ihr, dass da vorher gar nichts war in dem Bereich, wo die Schienen verlaufen und jetzt ist da Grundplatte neben Grundplatte und das sieht doch schon wesentlich schöner aus, finde ich zumindest. Ja. Und eventuell werde ich jetzt in Zukunft nochmal versuchen, da irgendwie Kies, also dunkelgraue Platten drunter zu machen und dann vielleicht unter die Schienen und dann vielleicht so ein bisschen ja, den Kies zu simulieren, der halt den Schotter, der unter den Schienen liegt und dann oben drauf vielleicht noch so ein paar braune Fliesen, sodass das so ein bisschen wirklich aussieht wie Schienen, weil irgendwie sind diese Lego-Schienen ein bisschen langweilig. Aber hey, was soll's. Ja, und dann geht es auch schon weiter, denn hier, ihr seht es an der Stelle, ich habe tatsächlich jetzt angefangen, den Tunnel zu verkleiden, also diesen Spalt zwischen Ober- und Unterlevel. Und hier ist natürlich ein Tunnel. Ich versuche noch mal ein bisschen näher ranzukommen. Jawohl. Ja, hier habe ich es gemacht. Ein Tunneleingang mit diesen Bricks an der Seite und oben ist halt ein bisschen massiver, ich sage jetzt einfach mal Beton gemacht, weil halt das obere Level ja auch darauf liegt. Und so ein bisschen soll das hier halt auch weitergehen. Ich hatte jetzt nicht mehr von diesen Dingern, aber das soll alles noch kommen. Und ich finde der Tunneleingang, ich gehe jetzt einfach mal hier hin, der sieht schon ziemlich cool aus, wenn man den aus der Perspektive sieht. Macht auf jeden Fall was her und der gefällt mir sehr gut. Die ganzen Elemente, die jetzt natürlich zur Verkleidung dieses Spaltes da gebaut werden mit diesen Felselementen, werden natürlich alle noch begrünt. Da habe ich jetzt bisher nur hier so ein mickriges Pflänzchen an der Seite, aber naja, das kommt alles noch. Und ja, eine kleine witzige Sache, die ich jetzt noch gemacht habe, ihr seht das hier bei den Wohnhäusern, sind die rauchenden Schornsteine, genau. Ich habe einfach diese Eisbällchenteile, die Lego rausgebracht hat, genommen und habe die hier oben beim Bauernhof, sehen wir das noch, teilweise übereinander gesteckt und das sieht, finde ich, ganz witzig aus. Ich habe es auch hinten noch mal beim Pariser Restaurant gemacht, da sieht man es ein bisschen aus der Ferne. Ja, genau. Ja, das sind so die kleinen Projekte, an denen ich jetzt gearbeitet habe und das große Projekt, das seht ihr da hinten im Hintergrund.
Und dafür würde ich sagen, wechseln wir jetzt einfach mal die Perspektive und dann kann ich euch das viel besser zeigen. Ja, und damit heißt es auch herzlich willkommen in Ninjago District. Wir haben hier vorne, wie gehabt, das Ninjago City Hochhaus, was in seiner Schönheit da schon immer gestanden hat, die letzten Updates. Daneben, ihr seht es hier von hinten, schließt sich Ninjago City Docks an. Auch ein traumhaftes Set. Und das schließt ja und soll ja auch daran angeschlossen werden. Und ich finde, es macht sich richtig gut. Ich musste natürlich für meinen Aufbau hier die Seite nach vorne kehren. Aber auch die, finde ich, hat genug zu sehen, dass das funktioniert. Und dementsprechend finde ich das gar nicht so schlimm. Genau. Hier unten habe ich sandfarbene Platten hingelegt. Das hat einfach den Grund, dass es da in diesem District keine wirkliche Straße geben wird, sondern einfach nur einen Weg, den ich mit runden 1x1 und 2x2 Fliesen dann machen werde, der hier durchgeht. Und vielleicht noch ein paar 1x1 Bricks da rein, also Plates, nicht Bricks, Plates. Genau, sodass man die Figuren draufstellen kann. Ja, und dann läuft das halt hier durch, der Weg. Und dann sollen natürlich auch überall noch verschiedene Verkaufsstände hin. Ich habe so einen kleinen Fischverkaufsladen im Kopf und noch diverse andere Sachen. Und auch da bitte schreibt mir unten in die Kommentare, ihr kennt das Prinzip, was ihr da gerne was ihr denken würdet, dass sich da gut macht. Und dann werde ich mir da mal Gedanken machen und ihr könnt da Inspiration reinhauen. Ich freue mich drüber. Ja, dann eine große Veränderung. Ihr seht es im Downtown-Bereich da hinten. Neben der Bank ist jetzt ein großer weißer Fleck. Und dieser große weiße Fleck hat natürlich damit zu tun, da stand vorher das Kino. Und ich hatte ja schon mal angedeutet, dass das Kino sich von seiner grundlegenden Bauart wirklich sehr gut macht. Auch hier gerade von den Dächern, hier direkt neben dem Ninjago District. Und genau da habe ich es auch hingestellt. Eventuell werde ich es noch mit so ein paar Blüten hier, wie zum Beispiel diese Apfelblüte, verzieren, dass das ein bisschen bunter aussieht. Und die Rückwand wird natürlich auch irgendwie noch verkleidet. Aber das steht jetzt hier. Und dann natürlich in diesem Zuge hat der große grüne MacDragon von Cole aus den Ninjago Movie Sets, der hat dann auch hier Einzug gefunden. Und ich finde, er sieht richtig cool hier aus auf dem Kino, wie er dann in diesen Ninjago District hinunterschaut. Vielleicht positioniere ich ihn noch mal ein bisschen anders, aber generell finde ich den richtig cool. Und dann habe ich natürlich hier zwischen den Häusern, wie man das so kennt, noch diese Lampion-Ketten eingebaut. Ich finde, die sehen auch richtig klasse aus. Die gehören natürlich dahin. Und da wird natürlich noch jede Menge weitere Verzierungen reinkommen. Im Moment habe ich jetzt noch nicht so viele Teile, aber auch mir fehlt auch teilweise noch so ein bisschen Inspiration. Da werde ich mich auch noch ein bisschen umschauen. Aber das, finde ich, sieht doch richtig klasse aus. Und gerade auch aus der Entfernung, Ninjago Docks neben Ninjago City ist einfach ein großartiges Set. Und ich gehe jetzt gerade noch mal ein bisschen nach hier. Und ich finde, auch aus der Entfernung macht sich dieser Teil richtig gut. Und ja, ich bin mal gespannt, ob Lego noch andere Gebäude rausbringt zu Ninjago Movie, die jetzt so ein bisschen auch an das Docks anschließen, an den Hafen. Ich finde den Namen Hafen irgendwie bescheuert, aber was soll's. Der kann ja da, was weiß ich, mir fällt jetzt allerdings auch kein besser rein, vielleicht habt ihr ja noch einen. Genau. So, jetzt noch mal kurz rumgegangen und ihr fragt euch vielleicht so ein bisschen schon, was hier hinkommt. Ne, da sind jetzt große Flächen und ich habe ja auch hier ganz bewusst so eine Ecke rausgeschnitten. Ja, ich schneide Platten zu, genau. Ne? Hier diese Ecke, übrigens hier eine schöne Mauer, die rumführt, damit das Wasser auch in den Kanälen bleibt. Ja. Ja, was kommt hier hin? Hier habe ich vor den großen Tempel des Airjitsu. Das Review dazu findet ihr gerade oben eingeblendet. Den möchte ich gerne aufbocken, sozusagen, also auf ein Plateau stellen, auf ein Felsplateau, wo dann halt ein Wasserfall runtergeht. Ich habe da schon super viele coole Mocks gesehen und die werde ich dann als Inspiration auch nutzen. Und dann der Wasserfall, der dann hier runtergeht und dann fließt das Wasser hier zu beiden Seiten an den Ninjago City vorbei. Dafür brauche ich übrigens natürlich die ganzen Trans-Blue Plates, die ich in meiner letzten Haul dabei hatte. Ganz genau, dafür sind sie da. Ja, und dann haben wir hier noch eine Lücke. Ich bin jetzt noch nicht ganz hundertprozentig sicher, wie
genau dieser Durchgang hier gemacht wird. Ich habe auf jeden Fall natürlich noch den Tempel der Auferstehung. Der wird auch hier seinen Platz finden. Und dann habe ich noch überlegt, einen etwas älteren Tempel mir zu kaufen, der, sage ich mal, so eine Art Eingangsportal in diesen Bereich von den Ninjago District bilden soll. Da hinten ist es ja relativ offen, ne? Da haben wir ja einfach nur den mit den Lampions überhangenen Eingang. Aber hier, finde ich, kann man nochmal vielleicht ein größeres Gebäude hinsetzen. Irgendwie sowas. Mal schauen. Da bin ich auf jeden Fall mega gespannt und freue mich total drauf. Weil irgendwie hat der jetzt richtig coole Formen angenommen, dieser Bereich. Und ich bin da richtig zufrieden mit. Aber schreibt mir natürlich auch eure Meinung in die Kommentare. Ich freue mich drüber. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und alles das, was sich in meiner Stadt so getan hat. Wie ich eben auch schon im Video oder im Rundgang gezeigt habe, bin ich natürlich auch wieder auf deine Mithilfe angewiesen, in dem Sinne, dass ihr mir einfach Vorschläge, Ideen postet unten in die Kommentare. Falls du ein Bild hast, wo du sagst, das wäre genau das, was cool wäre, oder das ist natürlich jetzt einfacher, ein Bild zu schicken, als das Ganze zum Schreiben, dann schick es mir einfach unten an die Mailadresse, die du unten in der Infobox findest. Dann kann ich mir das angucken und dann schreibst du mir einfach 2, 3 Zeilen dazu, dann weiß ich genau, was du meinst. Ja, und das gilt sowohl für diejenigen, die schon lange dabei sind, ihr kennt das Prinzip ja natürlich schon, einfach sagen und schreiben, was ihr wollt, und dann kommt das unten in die Kommentare und dann freue ich mich drüber. Das ist so ein bisschen auch der Grund, warum ich mich jetzt auch wieder dran gegeben habe an die Stadt, weil sehr viele von euch gefragt haben, hey, was ist mit deiner Stadt los? Kannst du nicht mal wieder ein Update posten? Und ich denke, ja klar, ich meine, jetzt hat sich wieder einiges getan, da hat sich auch das gelohnt, weil ich will euch ja jetzt nicht irgendwie Content posten, der jetzt nicht neu ist. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Genau, und für diejenigen, die neu auf meinem Kanal sind, herzlich willkommen. Auch gerne, du kannst ein Abo dalassen, würde mich riesig freuen, musst du natürlich nicht, aber hey, es tut ja nicht weh, wie wir immer so schön sagen. Und auch du bist natürlich gerne da herzlich zu eingeladen, einfach deine Meinung zu dem Video hier in die Kommentare zu schreiben, mir auch gerne ein Bild zu posten, wo du sagst, hey, das würde doch hier vor allen Dingen für Ninjago District Sinn ergeben, dass wir da mal kurz drüber schauen. Ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als dass ich euch eine wunderschöne Zeit wünsche. Bis zu meinem nächsten Video, wo wir uns hoffentlich wiedersehen. Und ich sage ciao!